Warum eigentlich sind hier am Breitehorn an der Havel so viele begeisterte Laubenpieper? Warum eigentlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, die müssen hier weg? Warum eigentlich hält der Baustadtrat im Bezirk Spandau eine teure Machbarkeitsstudie zurück und verbreitet stattdessen hausgemachte Grafiken, in denen bereits zu sehen ist, in welcher Phase welche Lauben hier weg sein sollen? Nahezu alle. Warum eigentlich rudert er inzwischen in Pressemitteilungen wieder zurück? Warum eigentlich machen solche Menschen immer wieder Druck auf andere Menschen? Ist das denn ihr Job? Ich besuche heute eine Protestveranstaltung der Vereine. Und zuvor bin ich bei Walter Meier, dem Vorstandsvorsitzenden im Verein Breitehorn. 35 Jahre bist du jetzt hier. Was hat dich hierhin geführt? Ja, ich wohne seit 1985 in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms am Adenauer Platz. Und 1990, ein halbes Jahr nach der Wende, war es so, dass sehr, sehr viele Fußgänger den Kurfürstendamm auf und ab strömten. Und ich dann dachte, Mensch, was ist denn hier los? Jetzt wird's aber ein bisschen eng. So viele Menschen, du musst mal ins Grüne. Ich komme selber aus Ostwestfalen gebürtig und bin mit 17 nach Berlin und habe dann geguckt mal in der Sonntagsausgabe der Morgenpost unter der Spalte Wochenendhäuser Lauben und habe dort ein Angebot entdeckt in einer Gegend, die ich selber noch nicht kannte. Und bin dann hierher gefahren und war gleich begeistert und habe dann die Laube erworben, bin in den Verein eingetreten und seit 35 Jahren dort Mitglied und seit 13 Jahren jetzt erster Vorsitzender. Damals schon war eigentlich klar, dass mal irgendwann diese Zeit zu Ende gehen könnte. Das hat dich aber nicht davon abgehalten zu investieren. Ja, kurz vorher, noch bevor die Wende eingetreten ist, haben unsere Mitglieder gegen eine aktuelle Eingriffe in ihre Laubenstruktur Unterschriften gesammelt. Ich habe diese ganzen Unterschriften noch. Da sollte gerade diese erste Reihe, in der ich jetzt bin, verschwinden und auch die zweite Reihe anlässlich der Schaffung eines grünen Uferstreifens. Das ist aber dann nicht weiter verfolgt worden, Gott sei Dank. Und obwohl wir eine jährliche Kündigungsfrist haben, habe ich die 35 Jahre hier überlebt. Jetzt kommt auf einmal wieder so eine Idee um die Ecke und in Verbindung mit einer Machbarkeitsstudie, welche Art auch immer die ist, ich habe da ja meine Zweifel, welche Chancen siehst du, sagen wir mal, diesem drohenden Horizont doch noch zu entkommen? Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Wir wehren uns. Wir haben in unseren 3 Vereinen etwa 195 Parzellen, die mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher beruflicher und fachlicher Qualifikation besetzt sind. Wir haben ein hohes intellektuelles, mutiges Widerstandspotenzial. Wir sind aktiv und wir werden sicher nicht alles mit uns machen lassen, aber wir sind auch konstruktiv. Wir machen Vorschläge dem Bezirksamt, wie wir als Laubenbewohner im Einklang mit der Natur hier die Zukunft gestalten wollen und mit Unterstützung des Grünflächenamtes vielleicht auch standortgerechtere Bepflanzungen in unseren Gärten machen, um uns und den Fußgängern hier eine schöne Zukunft zu bieten. Auf Erklärungssuche sind hier heute viele Menschen. Die Vereine haben an diesem Samstag eingeladen, vorbeizukommen und eine Menschenkette entlang der Havel zu bilden. Dass die Urlaubsgegend am Breitehorn in Gefahr ist, haben die Berliner inzwischen aus allen ihren Medien erfahren. Mich beschäftigt heute aber nicht die Frage, ob Breitehorn zu retten ist, sondern
warum Menschen sich sorgen müssen um das Gebiet am Breitehorn, wo seit 70, 80 Jahren bereits die Wochenendsiedlungen bestehen und ständig Besucher auch aus der Ferne mit ihren bunten Gärten und Häuschen beglücken. Rettet Breitehorn! Rettet Breitehorn! Rettet Breitehorn! Rettet Breitehorn! Kommt mit, wir sind heute dabei, wie die 3 Vereine Breitehorn, Havelwiese und Tafelfreude auf ihre Erklärungssuche mit Abgeordneten der Bezirksverordnetenversammlung Spandau ins Gespräch gehen. Willkommen am Vereinsheim von Havelwiese bei dem schönen spätsommerlichen Wetter. Wir haben heute geladen Vereinsmitglieder und Angehörige der 3 Vereine und wir haben Politiker aus der BVV Spandau geladen und die würde ich jetzt mal bitten, hier vorzukommen. Wir haben hier die Sitzplätze für Sie bereitet und auch eine Flasche Wasser und ein bisschen was zu essen. Und wir wollen die nächste 1 bis 1,5 Stunden mit den Politikern diskutieren. Ja, mein Name ist Jens Hofmann, ich bin von der FDP-Fraktion. Ja, mein Name ist Siegfried Werk, ich bin von der CDU und ich bin der Ausschussvorsitzende und für Sie sozusagen der Ansprechpartner für Bau und Verkehr, Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz. Ich bin Andreas Otti, Fraktionsvorsitzender der AfD, Familienvater, verheiratet, und 56 Jahre alt. Danke. Ja, mein Name ist Arndt Meissner, ich bin Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und ich freue mich, dass wir hier heute bei Ihnen sein dürfen und Ihnen etwas zur Thematik rund ums Breitehorn sagen können. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Sonnenberg-Westesson. Ich bin Fraktionsvorsitzender der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen in der BVV Spandau. Schönen guten Tag, ich bin Frau Witzor-Erkan, ich bin Co-Fraktionsvorsitzende der Fraktion der Linke in Spandau. Beginnen wir mit Arndt Meissner von der CDU. Er war gemeinsam mit Siegfried Werk gekommen, der jedoch nach seiner Selbstvorstellung nichts mehr sagte, sondern aufmerksam zuhörte. Arndt Meissner wies darauf hin, dass die Diskussion über das Gelände bereits seit den 1980er Jahren geführt werde. Die gesetzlichen Grundlagen hätten sich seitdem kaum verändert. Der Verkauf der Fläche von der BIMA in Bonn an das Land Berlin sei mit einer Kaufpreisminderung verbunden gewesen, die jedoch bereits erfüllt sei. Das Ganze ist dann im Grunde jetzt nochmal wieder aufgeploppt durch diesen Verkauf mit dieser Minderung des Preises, der dann nochmal bestimmte Voraussetzungen auch fest terminiert hat, weswegen es jetzt sozusagen nochmal hier zu dieser Diskussion kommt. Man muss vielleicht dazu sagen, und das hatte ich vorhin auch im Gespräch mit den Vorständen gesagt, dass im Grunde die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass der Bezirk 350.000 € weniger bezahlen musste, im Grunde schon erfüllt sind durch die Abräumung des Campingplatzes und weitere Maßnahmen. Das ist jetzt so, also erstmal für diese Kaufpreisminderung ist nicht ursächlich dafür, dass hier noch etwas passieren muss, sondern das sind dann tatsächlich Themen, die hinsichtlich der Überschwemmung richtig sind. Für das Gebiet Breitehorn sei bislang keine Entscheidung getroffen worden. Er versicherte, dass nun ein transparenter Beteiligungsprozess beginne, bei dem auch die Anwohner ihre Argumente einbringen könnten. In seinem Abschlusswort mahnte er zudem zur Selbstreflexion. Auch die Vereinsvorstände hätten in der Vergangenheit nicht alle Vereinbarungen eingehalten. In welcher Hinsicht dies geschehen sein soll, sagte er jedoch nicht. Walter Meyer, Vorstand im Verein Breitehorn, widersprach der Darstellung Meissners, das veröffentlichte Papier zur Öffentlichkeitsbeteiligung enthalte keine Entscheidung, keine konkreten Rückbaupläne. Im Gegenteil, aus seiner Sicht sei darin klar formuliert, dass ein Großteil der Parzellen auf lange Sicht verschwinden solle. Es sind tatsächlich Phasen in dem Papier beschrieben und farbig markiert. Er erinnerte an die Geschichte des Widerstands gegen ähnliche Pläne in den 1970er und 1980er Jahren und betonte, dass es wieder einmal gelte, frühzeitig wachsam zu sein. Die gemeinsame Forderung der Vereinsmitglieder brachte er so auf den Punkt. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen hier lange bleiben.
Wir wollen nicht in dem Zeitraum von Herrn Schatz von 10 bis 25 Jahre denken, wir denken weiter. Wir bieten an, dass wir unsere Gärten und Parzellen im Sinne naturschutzfachlicher Belange, was man auch immer darunter versteht, im Sinne naturschutzfachlicher moderner Belange, Herr Sonnenberg-Westeson, unsere Gärten und Parzellen mit der Unterstützung der fachlichen Tatkraft von den Fachleuten aus dem Grünflächenamt, die uns beraten, wie können wir das mit unseren Parzellen und Gärten umsetzen. Aber nur dort und nicht ohne uns. Christoph Sonnenberg-Westeson von den Grünen betonte, dass Veränderungen unvermeidlich seien, da sich naturschutzrechtliche Vorgaben in den letzten Jahrzehnten verändert hätten. Die Festlegung des Überschwemmungsgebiets aus dem Jahr 2018 halte er für fachlich fundiert, da der Strukturwandel in der Lausitz dabei bereits berücksichtigt worden sei. Er verwies auf konkrete Missstände. Und als ich vorhin kam, Sie haben hier selber diesen großen Parkplatz hier vorne und wir sind ja, wie Sie wissen, in einem LSG und auch in einem Wasserschutzgebiet. Und diese Fläche, wo geparkt wird, ist eben etwas, wo ich meiner Meinung nach, wo sich tatsächlich etwas ändern muss, dass einfach da zu viele Pkw auf unbefestigten Flächen in diesem Gebiet parken. Und das kann so nicht weitergehen. Das wäre ein konkreter Punkt, wo ich der Meinung bin, das muss sich ändern. Weiterhin rief er zu einem respektvollen Umgang mit der Verwaltung auf und plädierte für eine offene, kooperative Zusammenarbeit. Die Verantwortung für die schwierige Umsetzung liege auch beim Land, das dem Bezirk zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt habe. Herr Sonnenberg-Westeson von den Grünen machte somit deutlich, der CDU-Linie zustimmen zu wollen. Hier muss etwas passieren. Bei allen anderen Parteienvertretern standen gänzlich andere Perspektiven im Fokus. Jens Hofmann von der FDP sprach sich klar für den vollständigen Erhalt des Breitehorngeländes aus. Er kritisierte das Papier zur Öffentlichkeitsbeteiligung als unzureichend, da es mit nur 15 Seiten nicht den üblichen Standards einer Machbarkeitsstudie entsprechen könne. Wir hatten halt den Eindruck von dem, was wir aus dem Bezirksamt gehört oder eben auch nicht gehört haben, dass es da irgendwie eine relativ harte Haltung gibt, wo man sagt, man hat keinen Ermessensspielraum, man muss das, was vertraglich zwischen BIMA und BIM festgelegt wurde beim Kauf, muss man umsetzen. Das war so unser Eindruck. Wir haben dann versucht, Akteneinsicht zu bekommen und die habe ich beantragt. Da haben wir bis heute keine Antwort bekommen. Ich wollte die Machbarkeitsstudie, die da auf 15 Seiten veröffentlicht ist, da habe ich so ein bisschen angezweifelt, dass das wirklich eine ganze Machbarkeitsstudie ist. Eigentlich, wenn es solche Studien gibt, werden uns die im Ausschuss vorgestellt. Das dauert dann 2 Stunden. Man hat eine PowerPoint und die Studie selber ist 250 Seiten lang. Die kostet ja auch viel Geld. Und irgendwie haben wir den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht mit dieser Machbarkeitsstudie. Aus seiner Sicht bestehe kein konkreter Handlungsbedarf, zumal sich durch den Strukturwandel in der Lausitz und sinkende Pegelstände auch die Annahmen zur Hochwassergefahr verändert hätten. Er warnte davor, auf Grundlage eines möglicherweise überholten Vertrags Tatsachen zu schaffen und rief dazu auf, den Status quo zu erhalten. Andreas Otti von der AfD kritisierte die publizierten Informationen zur Bürgerbeteiligung als demokratisch fragwürdig und methodisch unzureichend. Er kündigte an, notfalls vor Gericht vollständige Akteneinsicht durchzusetzen, denn die Machbarkeitsstudie selbst liege ja bisher weder der Öffentlichkeit noch dem Bezirksverordneten vor. Eine Renaturierung im Sinne eines Rückbaus hielt er für unnötig. Der einzige sinnvolle Eingriff sei die Sanierung des maroden Uferwegs. Wenn Sie diesen Weg hier vorne sehen, diesen wunderschönen Weg, und dieser Weg würde dann ja zerstört werden, ist das sozusagen ein Knockout in der ersten Runde überhaupt für den Umwelt- und Naturschutz und auch für die Tourismusförderung hier. Wenn man nun A- und E-Mittel hat und will die einsetzen, dann frage ich mich eigentlich, warum gibt man uns nicht die Hilfestellung und renaturiert diesen Weg da vorne, setzt ihn in Stand und macht links und rechts entsprechende A- und E-Maßnahmen. Otti betonte zudem, dass Renaturierung nicht bedeuten dürfe, gewachsene Strukturen und naturnahe Vielfalt zu zerstören. Elmar Swieczorek-Hahn von den Linken setzte sich ebenfalls für den Erhalt der Siedlung ein und betonte die soziale, kulturelle und ökologische Bedeutung der Gärten.
Das Papier zur Öffentlichkeitsbeteiligung kritisierte sie als lückenhaft, da es weder ökologische noch bodenbezogene Untersuchungen ausreichend berücksichtige. Es erreiche nicht einmal das Niveau einer Hausarbeit. Sie unterstrich, dass viele Parzellen bereits naturnah gestaltet seien, etwa durch Permakultur. Ich bin auch in der Ausschuss und wir haben auch mit Naturranger oder mit dem Umweltamt haben wir auch Spaziergänge gemacht. Mir ist es auch nicht viele Sachen bewusst gewesen. Und es gibt auch Permakulturgarten, habe ich auch gesehen. Teilweise haben sie auch sehr schon eingelegt. Also muss man auch miteinander, wenn ein Bezirksamt hier was machen möchte, renaturieren möchte, also bitte mit dem Bürgerinnen, mit dem hier, was sie gemacht haben, auch Baumarten nochmal darüber geredet werden, Pflanzenarten und wir haben auch bestimmt Vögel und Füchse und alle anderen Tiere. Das muss auch miteinander. Gleichzeitig mahnte sie zur Vorsicht. Aus ihrer Erfahrung im Umweltausschuss wisse sie, dass selbst gut gemeinte Bürgerbeteiligungen oft ignoriert würden, wenn das Bezirksamt am Ende allein entscheide. Carsten Tuchen von der SPD berichtete von früheren Gesprächen mit den Vereinsvorständen. Er erinnerte an den Fall des Campingplatzes Bürgerablage, dessen Schließung durch Dialog und neue Bewertungen verhindert werden konnte. Auch in Breitehorn wolle die SPD prüfen, ob frühere Festlegungen, etwa aus den 1980er Jahren, heute überhaupt noch tragfähig seien. Den Zustand des ehemaligen Campingplatzes am Breitehorn bezeichnete er als inakzeptabel. Jetzt entschuldigt meine Worte. Das ist eine Frechheit, wie das da aussieht. Es ist unverschämt, was da passiert ist. Wenn man sieht, dass immer noch Fundamente von Bauwerken eingelassen sind, dass immer noch Elektroanlagen vorhanden sind, dass immer noch Wasserleitungen verlegt sind. Und das kann nicht so sein. Und das kann nicht Renaturierung sein. Ich habe unter Renaturierung ein anderes Verständnis als vielleicht auch andere von hier vorne, die gerade darüber gesprochen haben. Eine Renaturierung unterliegt klaren Regeln. Er sicherte die Einbindung der Anwohnenden und die erneute Beratung im Ausschuss zu. Und Martina Kustin von der SPD zeigte sich als langjährige Camperin erschüttert über den Zustand des angeblich renaturierten Campingplatzes. Sie habe dort keinerlei ökologische Verbesserungen erkennen können und äußerte ihr Misstrauen gegenüber den Umsetzungsfähigkeiten des Bezirksamts. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es um das Thema Renaturierung geht, was ist denn bitteschön am ehemaligen Campingplatz hier renaturiert worden? Nichts. Ja? Und ich hätte gerne auch mal ein Konzept gesehen von den verantwortlichen Stellen im Bezirksamt, wie das dann vonstatten gehen soll. Und bevor wir das nicht wissen, möchte ich mich persönlich hier für den Erhalt einsetzen. 4 Beiträge aus den Vereinen haben zur Diskussion mit den Politikern eine Menge beigetragen. Antje zum Beispiel. Sie stellte in der Diskussion gleich zu Beginn die zentrale Frage, auf die aber keiner der Politiker antworten konnte. Alle sagen, es muss was gemacht werden. Was muss konkret gemacht werden? Was ist Renaturierung? Welche Gesetze haben sich geändert? Und was ist konkret zu machen, dass wir es angehen können? Also ich habe bis jetzt immer nur eine Wolke gehört und ich hätte gerne von allen, die sagen, es muss was gemacht werden, konkrete Beispiele. Es blieb also unklar, was der Bezirk Spandau tatsächlich unter Renaturierung versteht. Vereinsmitglied Annika kritisierte die Intransparenz der bisherigen Verfahren. Sie sprach von gebrochenen Versprechen, schlecht kommunizierten Dokumenten und einer einseitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Kaufvertrag zwischen der BIMA in Bonn und dem Land Berlin sei den Betroffenen vorenthalten worden, obwohl er öffentlich einsehbar ist. Und wenn dann dieser ominöse Kaufvertrag, der Kaufvertrag, wo dann irgendwie die Zahlen geschwärzt sind, wo dann Frau Tole, Larissa Tole, zum Grundbuchamt geht, wo ihr vorher von Thorsten Schatz gesagt wird, nein, das darf nicht rausgegeben werden oder von seinen Mitarbeitern. Sie geht dahin, zahlt 29 € und siehe da, hat sie den Kaufvertrag, der für jeden zugänglich ist. Warum wird der uns nicht direkt gegeben, wenn noch dann mit uns zusammengearbeitet werden soll die ganze Zeit? Warum? Ich verstehe diese Sache nicht. Ja. Sie forderte eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Offenlegung aller Pläne, Beteiligung der Vorstände und die Entwicklung gemeinsamer, naturnaher Lösungen, eventuell sogar in Form eines Pilotprojekts für die Stadt.
Vereinsmitglied Stefan verglich das Vorgehen beim Breitehorn mit seiner Erfahrung bei der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Kohleausstieg. Dort sei von Anfang an ein breiter Dialog mit allen relevanten Gruppen geführt worden. Warum wurde ein solcher Ansatz hier nicht gewählt? Ich glaube, wir spüren jetzt hier alle ganz viel negative Emotionen, Frustration, vielleicht auch Politikverdrossenheit. Hätte man das nicht vermeiden können, indem man von Anfang an viel mehr Menschen, verschiedene Interessensverbände, natürlich hier allen voran die 3 Vereine, einbindet? Und falls das schlichtweg nicht bedacht wurde und jetzt der Eindruck entstanden ist, da gab es einen politischen Willen von vielleicht ganz wenigen, der jetzt versucht wird, über die MBKS zu legitimieren, das jetzt einfach nochmal zu heilen und jetzt tatsächlich in den Dialog zu treten und tatsächlich gemeinsam nach Lösungen zu suchen und auch unterschiedliche Perspektiven zuzulassen. Er plädierte dafür, den bisherigen Prozess kritisch zu hinterfragen und neu zu starten, mit echter Beteiligung und pluraler Perspektive, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und Vereinsmitglied Wolfgang appellierte an die Politik, auch solche nicht offiziell als Kleingärten eingestuften Gärten als schützenswert anzuerkennen, im Sinne der Biodiversität, der Gemeinwohlorientierung und der sozialen Funktion. Wir sind hier keine Kleingärten. Und Kleingärten stehen unter dem Schutz des Kleingärtengesetzes. Aber warum stehen die unter Schutz? Weil es das Gesetz gibt? Nein, weil es Gärten sind. Gärten für die Menschen. Gärten für die Biodiversität, für alles. Das heißt, denken wir doch mal andersrum. Schutz von Gärten. Und das bitte soll in den Dialog mit reingehen. Er erinnerte auch daran, dass der Bezirk nicht nur eine Fläche überlassen habe, sondern durch Pachtzahlungen auch eine Gegenleistung erhalte. Es handele sich also um ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ganz ehrlich, meine Erklärungssuche ist noch nicht zu Ende. Der aktuell verantwortliche Baustadtrat war nicht gekommen. Termine. Und so bleibt derzeit alles in der Luft hängen. Vertrieben werden, Glauben abreißen, ungeordnetes Renaturieren, bleiben können, naturnah weiterentwickeln. Welch eine Achterbahn. Antjes Fragen bleiben offen. Was ist Renaturierung? Welche Gesetze haben sich verändert? Was muss konkret gemacht werden? Eine Zumutung, nicht nur für die Betroffenen.